Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Unter Gesteins- und Zeitschichten liegen Geheimnisse begraben, die nie gefunden werden sollten. Von prähistorischen Monstern mit Kiefersägen bis hin zu uralten Ketten, die Millionen von Jahren unter Verschluss gehalten wurden. Diese Entdeckungen erweitern nicht nur unser Wissen, sie erschüttern es. Dies sind nicht einfach nur Relikte, sie sind Warnungen, Geheimnisse und Wunder, die darauf warten, verstanden zu werden. Lasst uns ins Unbekannte hinabsteigen. Helicoprion, das Raubtier mit dem Spiralmaul. Tief unter der Oberfläche, versteckt in alten Kohleflözen, entdeckten Wissenschaftler eine der seltsamsten Konstruktionen der Natur. Ein ausgestorbenes Raubtier mit einem Merkmal, das so rätselhaft ist, dass es die Forscher über ein Jahrhundert lang verblüffte. Darf ich vorstellen, Helicoprion, ein prähistorischer Fisch, der aussah wie aus einem Science-Fiction-Film. Sein bizarrstes Merkmal, eine Spirale aus rasiermesserscharfen Zähnen, die wie eine Kreissäge gebogen sind. Jahrzehntelang debattierten Experten über den Zweck dieser Spirale. War sie Teil des Kiefers? Ein Rüssel oder etwas ganz anderes? Das Rätsel blieb bestehen, bis ein seltenes Fossil in der russischen Region Wolgograd ausgegraben wurde. Dieses Mal lieferte das Fossil einen entscheidenden Hinweis. Die Spirale war nicht nur Dekoration. Sie war in den Unterkiefer eingebettet und drehte sich nach vorne. Wenn der Fisch zubiss, um seine Beute mit erschreckender Effizienz zu zerschneiden. Wie eine sich selbst schärfende Klinge wuchsen ihm neue Zähne, wenn die alten abgenutzt waren. Diese Kreatur hat nicht nur überlebt, sie gedieh in den Urmeeren der Erde mit einem Werkzeug, das kein moderner Fisch je entwickelt hat. Und gerade wenn man denkt, dass es nicht mehr seltsamer werden kann, haben Bergleute etwas noch Unglaublicheres gefunden. Etwas, das alles in Frage stellen könnte, was wir über Dinosaurier zu wissen glaubten. Bist du bereit? Lass uns weitergraben. Der vergessene Dinosaurier Spaniens, Europa carbonensis. Im Jahr 2013 machten Paläontologen bei einer geologischen Untersuchung einer stillgelegten Kohlemine in der Nähe der Stadt Oreno in Spanien eine bahnbrechende Entdeckung. Tief in alten Gesteinsschichten vergraben befanden sich die versteinerten Überreste von 2 Dinosauriern, die zu einer bisher unbekannten Art gehörten. Die Knochen wurden schnell zur Analyse eingeschickt und die neue Art wurde offiziell Europa carbonensis genannt. Zunächst glaubten die Forscher, die Fossilien gehörten zur Familie der Ankylosaurier, die für ihre gepanzerten Körper und dreieckigen Schädel bekannt sind. Aber diese Exemplare erzählten eine andere Geschichte und ihre Schädel waren rund und gebogen, Merkmal, die nicht zu Ankylosauriern passen. Nach einer genaueren Untersuchung ordneten die Wissenschaftler die Spezies der Gattung der Nodosaurier zu, einer Gruppe pflanzenfressender Dinosaurier, die auch für ihren robusten, schuppigen Panzer bekannt sind. Die Nodosaurier sind laut radiometrischer Datierung etwa 113 Millionen Jahre alt und damit die ältesten bekannten Nodosaurierreste, die jemals in Europa entdeckt wurden. Noch faszinierender ist, dass Spanien in den letzten 2 Jahrzehnten mehrere neue Dinosaurierarten gefunden hat, was die Bedeutung seiner Kohlebergwerke als wichtige Portale in die ferne Vergangenheit der Erde weiter untermauert. Dinosaurier sind nicht die einzigen Überraschungen, die sich unter der Erde verbergen. Was wäre, wenn sich ein winziges, aggressives Insekt aus dem Schatten aller Logik widersetzt? Die weißäugige Schabe. In den frühen 1950er Jahren stießen Forscher tief in einem Kohlebergwerk in Glamorgan, Wales, auf eine Kakerlake, die auf den ersten Blick fast normal erschien. Bei näherer Betrachtung entdeckten sie jedoch eine Reihe von Merkmalen, die zuvor noch nie gesehen worden waren, sowohl in Bezug auf die Körperform als auch auf das Verhalten. Dieses Insekt hatte weiße Augen, ungewöhnlich lange und dicke Fühler und zeigte extreme territoriale Aggression. Eine Zeit lang glaubten die Wissenschaftler sogar, dass es blind sein könnte. Doch weitere Tests schlossen dies aus. Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei dem Exemplar um ein einzelnes, mutiertes Individuum handelte. Doch im Laufe der nächsten 50 Jahre tauchten immer wieder ähnliche Schaben auf. Zunächst auf einem Dolorado-Friedhof in Malta, wo 6 Exemplare festgestellt wurden, später auch in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs. Schließlich wurde die Art informell als Balaglatzow-Mutante bekannt, die für ihr blasses Aussehen und ihr defensives Verhalten gegenüber anderen Kakerlaken bekannt ist. Bis heute ist den Wissenschaftlern nicht klar, wie eine Art, von der man annimmt, dass sie aus einem walisischen Kohlebergwerk stammt.
auch über 1000 Meilen entfernt auf einer Insel im Mittelmeer gefunden werden kann. Apropos gruselige Kreaturen, warten Sie, bis Sie hören, was Wissenschaftler unter Wales gefunden haben. Das Monster unter Wales. Im Jahr 2017 erforschte ein Team britischer Biologen eine verlassene Kohlenmine in Wales, um die in der dunklen, isolierten Umgebung überlebenden wirbellosen Tiere zu untersuchen. Zunächst stießen sie bei ihren Untersuchungen auf wenig Interessantes, bis sie auf eine seltsame neue Tausendfüßlerart stießen, die aufgrund ihres beunruhigenden Aussehens schnell den Spitznamen Stutenmonster erhielt. Diese Entdeckung war bedeutsam. Seit 1993 war im Vereinigten Königreich keine neue Tausendfüßlerart mehr entdeckt worden. Und noch rätselhafter ist, dass die nächsten bekannten Verwandten dieses Tausendfüßlers auf der Iberischen Halbinsel heimisch sind. Die Forscher vermuten, dass die Larven des Tausendfüßlers durch importierte Industriegüter eingeschleppt wurden und sich im Laufe der Zeit an die unterirdischen Bedingungen angepasst haben. Obwohl der Tausendfüßler für den Menschen harmlos und von bescheidener Größe ist, fällt er durch seine glänzend braune Schale, seine durchscheinenden Beine und seine langen ameisenartigen Fühler auf. Zunächst dachte man, es handele sich um eine bekannte Art, doch genetische Untersuchungen bestätigten, dass es sich um eine völlig neue Art handelt, wo es beweist, dass selbst verlassene Minen noch lebende Geheimnisse aus der Natur bergen können. Aber was wäre, wenn das seltsamste Ding, das je in einer Mine gefunden wurde, gar nicht lebendig oder gar von diesem Planeten wäre? Salzburg Cube, Österreich. Im Jahr 1885 entdeckten Bergleute in Österreich in einem Kohleklumpen ein seltsames Metallobjekt, das heute als Salzburger Würfel oder Wolfsegeiern bekannt ist. Das Artefakt wurde aufgrund seiner ungewöhnlichen Form und Struktur dem Naturhistorischen Museum in Wien übergeben. Etwa ein Jahrzehnt später untersuchte der Bergbauingenieur Adolf Gerlt das Objekt genauer. Der mit symmetrischen Vertiefungen versehene Würfel war anders als alles, was er bisher gesehen hatte. Gerlt vermutete zunächst, dass es sich um einen Meteoriten handeln könnte, aber es fehlten die Schmelzspuren, die man normalerweise auf Weltraummüll sieht. Weitere Tests ergaben, dass er keine der üblichen außerirdischen Metalle wie Kobalt, Nickel oder Chrom enthielt. Einigen Berichten zufolge könnte der Würfel aus Kohleablagerungen stammen, die Millionen von Jahren alt sind. Doch gibt es keinen endgültigen wissenschaftlichen Konsens über sein Alter. Der amerikanische Schriftsteller Charles Fort bezog sich später auf den Würfel und schlug vor, dass er das Produkt einer alten oder außerirdischen Zivilisation sein könnte, obwohl keine Beweise für diese Behauptung vorliegen. Erregt das Artefakt weiterhin das Interesse von Forschern unerklärlicher Phänomene. Heute befindet sich der Salzburger Würfel im Museum Heimathaus in Wackelbruck, nicht weit vom Fundort entfernt, dessen Zweck und Herkunft noch immer ein Rätsel ist. Weiter geht es mit einem antiken Schatz, der nicht von Hand, sondern von der Zeit geformt wurde und so perfekt ist, dass er die Werkzeuge der modernen Maschinen herausfordert. Die jurassischen Perlen von Sibirien. Im Jahr 2016 machten Bergleute tief in einem Kohlebergwerk in der Nähe von Krasnojarsk in Russland eine erstaunliche Entdeckung. In einer Tiefe von fast 130 Fuß stießen sie auf eine Gruppe von glatten Steinkugeln mit einem Durchmesser von jeweils fast 1 Meter. Diese perfekt runden Steine, die den Spitznamen Perlen der Jurazeit tragen, wären so hart, dass nicht einmal eine Baggerschaufel sie zerbrechen konnte. 10 dieser Kugeln wurden zur wissenschaftlichen Analyse an die Oberfläche gebracht. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Symmetrie, der lebhaften Oberflächenmuster und der wechselnden Farben vermuteten einige, dass es sich um Relikte einer unbekannten alten Zivilisation handeln könnte. Aber Experten boten eine fundierte Erklärung an. Nach Angaben von Olga Jakunina vom Museum für Geologie Mittelsibiriens handelt es sich dabei um sogenannte Konkretionen, geologische Formationen, die im Prinzip dem Wachstum von Perlen ähneln. Sie bildeten sich vor etwa 145 Millionen Jahren während der Jurazeit, als große Teile Westsibiriens unter einem alten Meer lagen. Organisches Material, wie Algen oder Muscheln, diente als Keimzelle. Im Laufe der Zeit verhärteten sich um sie herum Schichten von Sedimenten, die durch Eisen- und Manganverbindungen im Wasser zementiert wurden. Durch extremen Druck verwandelten sie sich in die nahezu unzerstörbaren Kugeln, die wir heute sehen.
Wenn Sie tief unter der Erde über eine 3 Fuß breite Steinkugel stolpern würden, würden Sie glauben, dass es sich um eine natürliche Formation handelt oder um einen Beweis für etwas, das viel älter ist, als die Geschichte zugibt? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Ein milliardenschwerer Irrtum. Im Jahr 2011 tätigte der ehemalige Wall Street Banker Randall Atkins eine Investition, die wie eine Standardinvestition aussah. Er kaufte eine Kohlemine in der Nähe von Sheridan, Wyoming, für $2 Millionen. Sein Plan war es, Kohle für die Stromerzeugung zu fördern. Doch was unter der Oberfläche lag, erwies sich als weitaus wertvoller. Nach eingehenden geologischen Untersuchungen entdeckten die Wissenschaftler, dass der Standort erhebliche Mengen an seltenen Erden enthielt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorkommen, die in der Regel in festem Eruptivgestein eingebettet sind, wurde diese Lagerstätte als unkonventionell eingestuft, da die Elemente in weicheren, weniger typischen Formationen gefunden wurden. Die heute unter dem Namen Brook Mine bekannte Mine gilt heute als das größte Seltenerdvorkommen seiner Art in den Vereinigten Staaten und hat einen geschätzten Wert von über $37 Milliarden. Seltene Erden sind in der modernen Fertigung von entscheidender Bedeutung. Sie werden in Hochleistungsbatterien, optischem Glas, das Infrarotlicht durchlässt, und Materialien, die ultraviolette Strahlung absorbieren, verwendet. Vor dieser Entdeckung waren die Vereinigten Staaten stark von Importen aus China abhängig. Diese Entdeckung in Wyoming hat den Zugang der Nation zu diesen wichtigen Ressourcen dank eines unerwarteten Kaufs neu gestaltet. Immer noch nicht beeindruckt? Wie wäre es mit einer versteinerten Schildkröte von der Größe eines Autos, die 60 Millionen Jahre lang in Kohle begraben war? In einer Kohlemine tief in Kolumbien machten Arbeiter eine bemerkenswerte Entdeckung: einen versteinerten Schildkrötenpanzer von der Größe eines Kleinwagens. Wissenschaftler identifizierten ihn später als Carbonemys coffrini, allgemein bekannt als Kohleschildkröte, die etwa 60 Millionen Jahre alt ist. Die Kohleschildkröte von der Größe eines Autos. Schildkröten lebten zusammen mit den Dinosauriern, aber sie waren in der Regel klein. Carbonemys erschien jedoch etwa 5 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier. In dieser Zeit tauchten auch andere riesige Arten auf, darunter die Riesenschlange Titanoboa. Die Paläontologen glauben, dass dieser Ausbruch von Gigantismus auf große Veränderungen im Ökosystem, weniger Raubtiere, geringe Konkurrenz und eine üppige Vegetation zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu modernen Schildkröten hatte Carbonemys massive, zermalmende Kiefer, mit denen sie große Mengen an Nahrung und möglicherweise sogar andere Tiere verschlingen konnte. Das Fossil wurde aus der Sirian-Formation geborgen, einer geologischen Stätte, die bereits für außergewöhnliche Funde aus dem Paläozän bekannt ist. Doch keine dieser Funde ist so groß wie diese Schildkröte. Einst unter Kohleschichten begraben, steht Carbonemys heute als kolossale Erinnerung an die vergessenen Giganten der Erde. Das in der Zeit eingefrorene Gehirn England. Anfang des 20. Jahrhunderts stießen Arbeiter tief in einer Kohlemine in Coseley in den West Midlands von England auf einen kleinen versteinerten Schädel. Jahrzehnte später stellten Wissenschaftler fest, dass er zu einer uralten Art von Strahlenfischen gehörte, einer Gruppe, die erstmals vor mehr als 319 Millionen Jahren im Karbon auftauchte. Nach seiner Größe zu urteilen, war der Fisch wahrscheinlich etwa 15 Zentimeter lang und ernährte sich von kleinen Krebstieren und Mollusken. Fast ein Jahrhundert lang befand sich das Fossil in einer Museumssammlung, bis ein Team der University of Michigan und der University of Birmingham eine hochauflösende Untersuchung mittels Computertomographie durchführte. Im Jahr 2022 machten sie dann eine erstaunliche Entdeckung. Das Gehirn des Fisches war in 3 Dimensionen erhalten und damit das älteste bekannte Wirbeltiergehirn, das je gefunden wurde. Dieser Durchbruch bot neue Einblicke in die Entwicklung der Gehirne von Strahlenfischen. Heute entwickeln diese Fische ihr Gehirn durch Abwendung, wobei sich der vordere Teil während des embryonalen Wachstums nach außen faltet. Im Gegensatz dazu bilden andere Wirbeltiere ihre Gehirne durch Faltung nach innen aus. Bemerkenswerterweise fehlte bei diesem alten Exemplar das Aversionsmerkmal was beweist, dass diese wichtige evolutionäre Entwicklung noch nicht stattgefunden hat. Noch erstaunlicher ist, dass es sich um eines der wenigen Fossilien handelt, in denen Weichgewebe, insbesondere Gehirnmasse, Hunderte von Millionen von Jahren überlebt hat. Was wäre,
Wenn man in 300 Millionen Jahre alter Kohle von Menschenhand gefertigten Goldschmuck finden würde. Gold Cat Artifact. Im Juni des Jahres 1891 erschien in der Morrisonville Times, einer Kleinstadtzeitung in Illinois, ein seltsamer Bericht. Darin wurde über eine erstaunliche Entdeckung einer Frau namens Mrs. Culp. Als sie an diesem Morgen einen Klumpen Kohle zum Anzünden zerlegte, fiel ihr etwas Unerwartetes ins Auge. Im Inneren der Kohle befand sich eine goldene Kette, die perfekt in einem Kreis aufgewickelt war. Das Stück hatte in der Nähe seiner Mitte einen Riss und gab einen Teil der Kette frei, während die Enden fest verankert blieben. Die Kette war fast 10 Zoll lang und wog etwas mehr als 6,5 Unzen. Sie war aus Gold im 8-Schliff gefertigt und ließ auf ihr hohes Alter schließen. Experten, die den Fund untersuchten, waren sich einig, dass er seit der Entstehung des Brockens in der Kohle eingeschlossen war. Und genau das ist der Punkt, an dem es rätselhaft wird. Die Kohle selbst bildete sich vor 250 bis 350 Millionen Jahren, lange bevor der Mensch oder auch nur seine Vorfahren auf der Erde lebten. Es stellt sich also die Frage, wie ein durch fortschrittliche Metallverarbeitung hergestellter Gegenstand in prähistorischer Kohle gelandet ist. Es gibt keine endgültigen Antworten. Einige glauben jedoch, dass dieses und andere Artefakte Beweise dafür sind, dass intelligente Zivilisationen bereits Hunderte von Millionen Jahren vor uns existiert haben könnten. Südafrikas 3 Milliarden Jahre alte Sphären. In Südafrika, in der Nähe der Stadt Klerksdorp, stießen Bergleute auf Metallkugeln mit auffallend symmetrischen Rillen und Graten. Diese Objekte, die gemeinhin als Klerksdorp-Kugeln bezeichnet werden, bestehen hauptsächlich aus Hämatit und Pyrit und waren in eine mineralienreiche Pyrophilitschicht eingebettet. Während einige behaupten, diese Kugeln seien Relikte einer alten Hochkultur, haben Geologen bestätigt, dass es sich um natürliche Formationen handelt, außer um Gebilde, die sich langsam im 3 Milliarden Jahre alten präkambrischen Gestein entwickelt haben. Obwohl sie visuell beeindruckend sind ihre Merkmale das Ergebnis geologischer Prozesse, die sich über immense Zeiträume hinweg entwickelt haben, und nicht das Ergebnis menschlicher Handwerkskunst. Die Zündkerze im Inneren eines Felsens, Kalifornien. Die Zündkerze in einem Felsen, Kalifornien. Im Jahr 1961 waren 3 Freunde, Mike Mikesell, Wallace Lane und Virginia Maxey, in den Coso Mountains in der Nähe von Elantra, Kalifornien, auf der Suche nach Geoden. Stattdessen fanden sie einen seltsamen Stein. Es war keine Jade, aber er stach heraus, und so nahmen sie ihn mit nach Hause. Als sie versuchten, ihn aufzuschneiden, entdeckten sie im Inneren einen weißen, keramikähnlichen Gegenstand. In seinem Kern befand sich ein dünner, etwa 2 Millimeter breiter Metallstab, der auf einen Magneten reagierte. Daneben befanden sich 2 weitere Objekte, eines wie ein Nagel, das andere wie eine Unterlegscheibe. Die Struktur war sechseckig, und die Oberfläche des Steins war mit versteinerten Muscheln übersät. Ein von Maxey konsultierter Geologe schätzte das Alter der umgebenden Fossilienschicht auf mindestens 500.000 Jahre. Später untersuchte der Kreationist Ron Caillet den Stein mit Hilfe von Röntgenbildern weiter. Paul J. Willis, Redakteur des Info-Magazine, meinte, das innere Objekt sähe aus wie eine Zündkerze. Das jetzt als Coso-Artefakt bekannte Objekt bleibt Gegenstand von Diskussionen. Wenn es echt ist, könnte es auf eine fortgeschrittene Technologie hindeuten, die weit älter ist als jede bekannte Zivilisation. Oder es könnte eine natürliche Anomalie sein, die die Wissenschaft noch nicht vollständig erklären kann. Der gusseiserne Topf. In den Wilburton Coal Mines in Oklahoma behauptete ein Mann namens Frank J. Kennard, einen gusseisernen Topf entdeckt zu haben, der in einen Klumpen Kohle eingebettet war. Bei der Analyse der Kohle wurde ihr geologisches Alter auf etwa 312 Millionen Jahre aus der pennsylvanischen Periode geschätzt. Kennard legte eine schriftliche Notiz vor, in der er den Fund, den genauen Fundort und die Umstände dokumentierte. Natürlich lehnten die etablierten Wissenschaftler die Idee ab, dass der Topf in dieser Zeit hergestellt worden sein könnte, da dies die etablierte Zeitlinie der menschlichen Geschichte direkt in Frage stellen würde. Anstatt über die Herkunft des Artefakts zu debattieren, wurde es schließlich in das Creation Evidence Museum in Glen Rose, Texas, gebracht, wo es als Teil einer Sammlung sogenannter Out-of-Place-Artefakte ausgestellt wird. Ob der Topf wirklich aus prähistorischer Zeit stammt oder durch eine spätere Verunreinigung in die Kohle gelangte, bleibt eine offene Frage.
aber er sorgt weiterhin für Diskussionen unter Forschern und Skeptikern gleichermaßen. Und gerade wenn man denkt, wir hätten die Grenze erreicht, was wäre, wenn man antike Werkzeuge fände, die darauf hindeuten, dass Menschen vor 700.000 Jahren in Europa unterwegs waren? 700.000 Jahre alte Werkzeuge in Griechenland. Im Sommer 2023 entdeckten Archäologen unter einer Kohlemine im Megalopolis-Becken in Südgriechenland eine der ältesten menschlichen Stätten in Europa. Diese Region, um die sich viele Mythen über antike Giganten ranken, die gegen die Götter des Olymps kämpften, war seit Jahren Gegenstand von Ausgrabungen. Doch erst vor kurzem erforschten Wissenschaftler einen seit langem stillgelegten Teil des Bergwerks und die Entdeckung war außergewöhnlich. Eingebettet in Sedimentschichten wurden primitive Steinwerkzeuge gefunden, die etwa 700.000 Jahre alt sind. Diese frühen Werkzeuge vom Typ Acheulean wurden wahrscheinlich für die Jagd, die Fleischverarbeitung, die Holzbearbeitung und die Verarbeitung von Tierhäuten verwendet. In der Nähe wurden auch versteinerte Überreste von heute ausgestorbenen Tieren gefunden, die einen Einblick in die antike Umwelt gewähren. Den Forschern zufolge handelt es sich bei diesem Fundort um die älteste bekannte Homininensiedlung in Griechenland, die möglicherweise auf frühe menschliche Vorfahren wie den Homo heidelbergensis zurückgeht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Archäologie. Dieser Fund erweitert nicht nur unser Verständnis der menschlichen Vorgeschichte, sondern verleiht auch den uralten Mythen, die in der Landschaft von Megalopolis verwurzelt sind, eine neue Faszination. Metallvase aus Dorchester, Massachusetts. Am 5. Juni 1852 veröffentlichte der Scientific American einen seltsamen Bericht aus Massachusetts. Nach einer Explosion auf dem Meeting House Hill in Dorchester wurde ein mysteriöser Metallgegenstand aus dem Innern eines massiven Felsens an die Oberfläche geschleudert. Einer anonymen Quelle zufolge wurde es in einem gespaltenen Stein gefunden. Und als es wieder zusammengesetzt wurde, bildete es eine glockenförmige Vase von etwas mehr als 4 Zoll Höhe. Das Metall ähnelte Silber und war mit 6 floralen Motiven und einem lorbeerblattartigen Sockel verziert. Was die Beobachter erstaunte, war das geschätzte Alter des Gesteins, aus dem es stammte. Es ist mehr als 600 Millionen Jahre alt und stammt aus dem Präkambrium, also lange bevor sich Menschen oder komplexes Leben entwickelt haben. Einige Wissenschaftler hielten es für einen Scherz und wiesen auf die Ähnlichkeit mit Vasen aus dem 10. Andere wiederum waren verwundert. Vor allem über die Behauptung, dass auf der Oberfläche Bilder von Pflanzenarten zu sehen seien, die vor über 100 Jahren verschwunden sein sollen. Ob es sich nun um ein falsch identifiziertes Relikt oder um ein echtes, fehl am Platz befindliches Artefakt handelt. Die Dorchester-Vase bleibt eines der rätselhaftesten Objekte, die jemals aus dem Erdinneren ans Licht gebracht wurden. Wenn diese Vase wirklich aus über 600 Millionen Jahre altem Gestein stammt, glauben Sie dann, dass es sich um ein verlorenes Stück antiker Technologie handelt? Oder gibt es eine andere Erklärung, die wir alle übersehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Die Figurine. Im Jahr 1889 machten Arbeiter bei einer Bohrung in Nampa, Idaho, eine Entdeckung, die noch immer für Kontroversen sorgt. In einer Tiefe von etwa 330 Fuß stießen sie in verdichteten Lehmschichten auf eine kleine gebrannte Tonfigur, die wie eine weibliche Figur geformt war und eindeutig von Hand gefertigt wurde. In Anbetracht der Tiefe und des geologischen Kontextes schien es unwahrscheinlich, dass das Artefakt erst kürzlich eingedrungen war. Niemand würde so tief graben, nur um einen Schwindel zu inszenieren. Jahre später gelangte die Figur in den Besitz des Forschers John Wright, der sich intensiv mit ihr beschäftigte. Das wissenschaftliche Interesse wuchs, als Experten rote Flecken auf der Oberfläche entdeckten, die später als Eisenoxid identifiziert wurden und darauf hinwiesen, dass das Artefakt sehr lange unter der Erde gelegen hatte. Der renommierte Geologe George Frederick Wright kam zu dem Schluss, dass die Figur aus Schichten stammt, die auf den Übergang zwischen dem Pliozän und dem Pleistozän zurückgehen, und setzte ihr mögliches Alter auf über 2 Millionen Jahre fest. Bis heute ist die Nampa-Figur ein ungeklärter Fund, der lange gültige Annahmen über die Zeitlinie der menschlichen Geschichte in Frage stellt. Australiens ewiges Feuer. Nicht jede Entdeckung ist ein uraltes Relikt oder ein versteinerter Kiefer. Manchmal ist es die Erde selbst, die ein seltsames, anhaltendes Phänomen offenbart. Ein Phänomen, das der Zeit trotzt.
In der Nähe der australischen Stadt Newcastle bemerkten die Einwohner etwas Seltsames. Rauch stieg von Stellen auf, an denen kein Feuer zu sehen war. Die Ursache? Ein mysteriöses unterirdisches Feuer in der seit langem stillgelegten Klaravale-Kohlenmine, die 1893 in Betrieb genommen wurde. In den 1930er Jahren war das Gelände ein geschäftiges Industriezentrum. Doch nach jahrzehntelanger Nutzung wurde die Mine 1946 für immer geschlossen. Jahrzehnte später begann der ruhige Boden ein Warnsignal zu senden: Rauch. Bei der Untersuchung entdeckten die Einsatzkräfte, dass ein Feuer seit über einem Jahr in aller Stille unter der Oberfläche brannte, dessen Ursprung auf 2 vergessene Abfallteiche tief in den Überresten der Mine zurückgeführt wurde. Was dieses Feuer so außergewöhnlich machte, war nicht nur seine Dauer, sondern auch seine Widerstandsfähigkeit gegen Eingriffe. Löschversuche wurden abgebrochen. Als Experten erkannten, dass eine Störung der darüber liegenden Schichten zu Instabilität führen könnte. Diese unterirdischen Brände sind selten, aber faszinierend. Sie werden ausgelöst, wenn Sauerstoff auf Kohlereste oder Abfallstoffe trifft, und wenn Torf vorhanden ist, können sie sich verstärken und sich wie ein Inferno in Zeitlupe ausbreiten. Von Australien bis zu den US und China schwelen ähnliche Feuer in der Stille, verborgen unter der Erdkruste. Sie brennen leise, manchmal jahrzehntelang, und hinterlassen eine unheimliche Erinnerung daran, dass nicht alle Geheimnisse uralt sind. Einige sind direkt unter unseren Füßen lebendig. Mammoth Friedhofs Geheimnis. Im Jahr 2012 machten Bergleute, die in der Nähe der Stadt Kostolac in Ostserbien arbeiteten, eine überraschende Entdeckung, als sie in einer Tiefe von etwa 20 Metern gruben. Unter den Erd- und Kohleschichten entdeckten sie versteinerte Überreste mehrerer riesiger eiszeitlicher Lebewesen. Als die Paläontologen eintrafen, identifizierten sie die Knochen als die von Wollmammuts, einer Art, die einst weite Teile Eurasiens durchstreifte. Bei der weiteren Ausgrabung wurden insgesamt 6 einzelne Mammutskelette gefunden, die jeweils etwa 12.000 Jahre alt sind. Eine eingehende Untersuchung ergab, dass diese Mammuts eine Schulterhöhe von fast 13 Fuß erreichten und ihre Stoßzähne bis zu 10 Fuß lang waren. Was so viele Mammuts an einen einzigen Ort lockte, bleibt ungewiss. Die Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei dem Gebiet um eine natürliche Wasserstelle gehandelt haben könnte. Aber die genaue Ursache für den gleichzeitigen Tod der Mammuts ist noch unbekannt. Mammuts entwickelten sich während des Pliozäns vor über 5 Millionen Jahren und überlebten bis ins frühe Holozän, wobei die letzten isolierten Populationen vor etwa 4.000 Jahren verschwanden. Wahrscheinlich aufgrund einer Kombination aus Klimawandel und menschlicher Jagd. Sie haben schon von Fossilien gehört. Aber wie wäre es mit einem ganzen Regenwald, der unter Illinois zu Stein geworden ist? Bleiben Sie dran. Ein zu Stein gewordener Wald. Kohlebergwerke werden oft mit Industriegeschichte in Verbindung gebracht. Aber tief unter der Erde können sie auch ganze Kapitel der uralte Vergangenheit der Erde bewahren. Im Jahr 2017 machten Bergleute im Bundesstaat Illinois in einer Tiefe von fast 330 Fuß eine atemberaubende Entdeckung. Einen versteinerten Regenwald, der an Ort und Stelle konserviert wurde und etwa 300 Millionen Jahre alt ist. Wissenschaftler glauben, dass dieser uralte Wald nach einem großen tektonischen Einsturz, der das Land unter den Meeresspiegel sinken ließ, rasch verschüttet wurde. Im Laufe der Zeit schlossen Sedimentschichten den Waldboden ab. Als sich der Torf langsam in Kohle verwandelte, hinterließ er detaillierte fossile Abdrücke der hoch aufragenden Bäume, Farne und Samenpflanzen, die dort einst gediehen. Diese fossilen Schichten haben den Paläobotanikern einen seltenen Einblick in ein uraltes Ökosystem aus der Karbonzeit, lange vor der Entstehung der Dinosaurier, gewährt. Unter den Entdeckungen befanden sich ganze Arten ausgestorbener Pflanzen, von denen einige der Wissenschaft bisher unbekannt waren, was neue Einblicke in die Art und Weise bietet. Wie prähistorische Wälder über Millionen von Jahren auf Umweltveränderungen reagierten. Natürliches MOF-ähnliches Material in Sibirien. Zum Abschluss noch eine letzte verblüffende Entdeckung. Was wäre, wenn die Natur den Code für fortschrittliche Materialien geknackt hätte, Millionen von Jahren, bevor wir uns diese überhaupt vorstellen konnten? Tief unter den gefrorenen Böden Sibiriens, in einer Tiefe von etwa 130 Fuß, stießen Wissenschaftler auf etwas völlig Unerwartetes. Eine natürlich vorkommende Substanz mit erstaunlichen Ähnlichkeiten zu dem,
was moderne Chemiker als metallorganische Gerüste, MOFs, bezeichnen. Nun sind MOFs keine gewöhnlichen Materialien. Sie sind für ihre ultraporöse Struktur bekannt und werden normalerweise in Hightech-Labors hergestellt. Man kann sie sich als molekulare Käfige vorstellen, die Gase wie Wasserstoff einfangen, Schadstoffe filtern oder sogar Medikamente punktgenau verabreichen können. Über 27.000 synthetische MOFs sind für Wissenschaft und Industrie entwickelt worden. Aber dieses Exemplar wurde nicht von Menschenhand geschaffen. Er hat sich ganz von selbst gebildet und wurde durch natürliche geologische Prozesse über Äonen hinweg geformt. Diese Entdeckung hat nicht nur einen Teil der Chemie neu geschrieben, sondern auch die Vorstellung in Frage gestellt, dass nur Menschen solch komplexe Hybridstrukturen schaffen können. Es scheint, dass die Natur schon immer mit Hochleistungsmaterialien gearbeitet hat. Wir haben es nur nicht bemerkt. Wenn dich diese Art von verblüffender Wissenschaft begeistert, vergiss nicht, sie zu mögen, zu abonnieren und auf die Glocke zu tippen, damit du keine Entdeckung verpasst. Welches Thema sollten wir als nächstes erforschen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bald wieder da. Auf Wiedersehen.